rastlos schallet ein heller Ton, wunderbar Lebenswort. Sünder führet zu Gottes Sohn, wunderbar Lebenswort. Alle Welt vergeht, Jesus bleibt erhöht. Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Ik dacht even na, wie ze toehouden en met zien kunnen en die gelegenheid hier te zijn. We hebben een gelegenheid, wie ze op deze eerd weer, dan weer met Petrus zoekt op een boy van de verklaring. Wat zei hij? Hier is goed zijn. Bij ons moet 3 hitten buren, zei hij. En ik leer dat we door ween, hij had een woord bijzonder ervoor, en herrlijkheid, een woord te zijn van hemelse voren, en hij had een vrijheid ook zo, hoe het schijnt zijn door te blijven. Er zijn steden wo wir einfach gleich te zijn. Ne? Ja, en Psalm 144, der Psalmist sagt er, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. En dat zei we, dat hij het is van deze oven van jou. Wenn het niet voorzien genoeg wäre, dan würden wir hier wacht op zijn. Dan hebben we die gelegenheid. Dat is Gottes genoeg, niet zo? En dat is we dat hij zo goed geweest is. En helemaal waar ze goed is. En hij is sehr barmherzig. Sehr geduldig. En hij zegt, hij is van großer Güte. Ik weet niet hoe jullie dat gaat, maar wanneer we terugdenken, waar ons leven geweest is, dan zien we dat. Gott ist bisher sehr barmherzig geweest, sehr geduldig geweest mit uns, nicht so? Es wo wir sind, war er nicht wie geweest. Ja, vielleicht ein Verloren. Und dann dachte ich eben nur, wenn sie die Lehrer singen, wo wird voll das Wort erst, nicht so? Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Und das war das Wort der, nicht? Das Wort das sehr Leben. Ja, und je mehr wir uns darin vertiefen, je mehr Leben gibt uns dort. In derselben Psalm sind ein paar Verse, du sagst, hey, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen die Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Was meint er hier? Er sagt, alle Jungen, die kicken die Gott, nicht so? Und er sagt, du gibst ihre Speise zu der rechten Zeit. Und so das ist auch vom Geistlichen. Wenn wir bereit sind, für die geistliche Speise abzunehmen, besonders wenn wir gebetsvoll gewesen sind, da weit wir von sehen sie, wo das nicht fehlt, wo da sind. Wo haben wir das? Das ist ein Gesang, ist, eine Geschichte, ist, ein Träumer ist. Wenn wir bereit sind dafür, dann haft er was für uns. Ja, und er sagt, er hat seine Hand aufmerken, und er merkt, allem so. So sehen wir erst, dass wir sollen leben haben an in Christus. Und das ist so wundervoll, nicht so? Die, in 1. Johannes 5, du sei wir die Bett 7, 1. Johannes 5, Vers 12, er sagt, wer den Sinn hat, der hat das Leben, wer den Sinn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So du sind die Bett 7 ben. Entweder wir haben Leben, oder wir haben nicht Leben. Und er sagt, das schreibe ich ihnen, damit die das weiten, dass die ihr Leben haben, die leben in Namen von den Sinn Gottes. Und das weit wirkt durch, das braucht Glauben. Und das sagt das Wort hier. Wenn wir wollen glauben, dann haben wir die Gelegenheit, nicht so? Dort zu weiten. Ja, die Gelegenheit zu haben, zu leben, dort Leben zu haben, wo der sagt, wenn wir den sehen haben, dann haben wir Leben, den sehen nicht haben, dann haben wir nicht. Sehr gut. Wir gehen wieder mit das Thema, oder ja, Gedanken, wo ich hier will verbringen, ist von dem alttestamentlichen Aufschnitt, wo der neutestamentliche Handdienen der Jesus Christus. Und das ist sehr interessant. Viele von den Abschnitte von dem Alten Testament, die sind so lyrisch. Und ich weiß nicht, wo ihr das geht, wenn ihr die Bibel lesen in Alten Bund. Ich finde das so viel mal so interessant, dass ich, wenn ich irgendwo ein Thema studieren will und anfange zu lesen, bin ich dann ganz wieder durcheinander gegangen und dann steht mir ein Thema vor, dich zu merken. Und das ist ein kurzer Aufschnitt, was wir hier lesen wollen, was ich lesen will in 4. Mose Kapitel 21, Vers 5 bis 9.
In dit Wort von der Bibel, das wordt ungefähr 1400 Jahre vor Christus op de wereld kwam geschreven. En hier wo wir das sein, das handelt sich um Wort von der Wüstenreise, wo das Volk Israel von Ägypten nach Weidenland Kanaan wir. Das wird die Zeit, wo das all die meiste die Wüstenwanderung wir, dort sie wollen wandern in Kanaan, so sie wir noch fast 40 Jahre hier gewesen. En ik geloof, we zijn bekend in meeste met de oorzaak waar we zo lang hier geweest zijn, dat we aangeloven. Wenn sie am Anfang waren von der Wüstenreise in Ägypten rückgetragen, dann sehen wir, da wurden Messfuts Kundschafter rückgeschickt, die sollen den Oberland, die sollen sie utforschen, utkundschaften, und dann wollen sie wieder gehen. Und dann wir die 12 Kundschafter, wir 10 Angläubige mang. Die mögen ein schlechtes Gereden, weil sie Einfluss auf die Ewige, so dass die Ewige dachten, so soll diese ohne nach stehen. Josua und Kaleb, wir in der Wort klar haben, sehen, wenn Herr uns gnädig erste Worte uns die Gelegenheit geben. Aber die durch den Anlaufen bleiben sie da. Und dort kostet ein Mess 40 Jahre Wartezeit an Wüstenwanderung. Durch die Zeit haben sie sehr viel erfahren. Sie haben erstlich, wenn sie die Rüttragen aus Ägypten, dann waren sie an, wovon der Macht haben, in die Rütbringen. Erste 10 Pläne, was sie bekannt worden, was Mose einmal war, frisch durch Gott und Gott durch Moses und Aaron. Und bei den 10, der letzte Pläne, die wir in so viel, dass alle erste Wort gestorben sind, und dann leiten sie das fortgehen. Und wir das meist für das Leid, dass sie das haben Leute gehen lassen, und wir, das Volk Israel wird dich brauchen mehr, und die Ägypter kamen heran, die dachten so, die würden sie weiter fast sein. Aber Gott hat sie Weg. Er hat der Wolk, wo du benachtigen Dachen deed, en hij deed wat gebruikt om dat meer uitregen deed, dus die kunnen durchkomen. En van deze zijde wordt het volk Israël weer, door weer alle dag, en van de andere zijde, waar die Egypten kwamen, door weer het dieste. Wat passiert? Die Egypter dachten so, sie würden bloß hier heranwagen und sie würden das Volk ja vielleicht annehmen. Aber das schrift door, dort der Hade deu, dort der Einwort, dort der Rede aufhung, schwor zu drehen. Sie kämen meist nicht wieder. Denkst du, der hielt dort ab. Gott hat sie Weg, um das abholen. Denkst du, der Schmerzen mehr wir, denkst du, das Volk Israel durchgegangen wir, dann leitet er das Teugung, dass er alle verdrängen den durch. Denkst du, stärker werden, dann sagen sie besonders Gottes Hand, die Stärke, die manche Hand, was er hat, durchgeführt durch mehr, und sie sagen, was passiert wird, dass die Ägypter alle verdrängen werden. Und da sehen wir, wo dankbar sie werden, wenn sie das sagen. Und das fingen wir an 2. Mose Kapitel 15, da seht ihr, damals sungen Mose und die Israeliten das Lied von dem Herrn in Sieden. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Dut getan. Ross und Mann, sagt der Hafe an Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke, sagt er, und mein Lobgesang. Und das ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Das sagt, es ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Sie sagen, wo der Herr ihnen geholfen hat, durchgeführt hat, und sie haben bloß ein großes Verlangen, Gott zu danken. Aber wenn wir wieder checken, sie wieder nach einem halben Monat vielleicht wieder auf dem Weg, da wurden sie sehr mürrisch und undankbar, wo wir nicht eten. Sie hatten nicht Fleisch, sie würden sagen, wo wir ihn hast, sie in Wiese geführt, und sie sind gestorben. In Ägypten, da hatten sie den Fleischtab gehabt, wo sie hatten alles genug gehabt, Fisch, und was einmal sie umsonst hatten gehabt. Da hatten sie nicht Fleisch und nicht Brot. Da hatte ich gesagt, Wachtung. Die hatten genug Fleisch, und ich sagte, ich würde ein Brot schenken, da wird das Manna. Verschiedene Wege hatten sie, und Gott immer aufgeprüft. Sie werden immer mürrisch. Immer waren fing wir dort Volk, wir undankbar und wir mürrisch, und wir gehen an. Viele von das Volk, das kamen in der Wüste an, durch die Undankbarkeit, durch Sinn, durch Unglauben. Hier weiß einmal dann ein paar gelernt, da fehlt noch ein Wutter, und sie sagen auch, wo Gott Moses brückte tot und in Wutter schenkt, dass sie genug Wutter hatten, indem dort mit seinem Stab und den Stein anschlugen, genug Wutter kam. Immer war er wieder rot, und sie kriegen, was entfehlt. Die Kleider, sie sagen, dass den ganzen Zeit, wir nicht zwei reden. Die Zeit wir nicht angefallen von der ganzen, die lange Zeit, wo sie gewandert haben. Sondern wir ein Beweis von der starken Hand Gottes. Aber wir sehen, das Volk wie immer war mürrisch. Hier wie eine Gelegenheit, wo sie eigentlich den Titel durchwählen.
Dort sie wurden lohnt Kanaan gehen. Und das will ich nicht mehr lesen. Da wir sie und die Wasser steht gewankt und du leiten die Edomiter, die haben nicht durch. Und dann kommen sie drehen im Schilfmeer, in der Rote Meer. Da wollen sie da rumgehen. Dann sagt er, da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Sie den von der Weichwanke, nicht so von diesem Berg Hor, in der Richtung von dem Meer. Und zum Doram gehen wir mit, und er sagt, das Volk, das wir verdrisslich auf den Weg. Er sagt, und redete wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt von dieser mageren Speise. Was sehen Sie? Sie reden gegen Gott und gegen Mose. Und früher, wohin hast du uns aus Ägypten rübergebracht? Eigentlich, hier waren einige junge Mann gewesen, nicht so, was die geboren sind. Das Volk, wir bekommt mit der ganzen Wüstenwanderung, wo der sich bezeugt hat, wo möchte ich die durchgeführt hat, welche Meer und was einmal, welche Wüste. Und woher hat einmal, was je vor den vielen Leuten, dann denke ich immer so, wie das wirklich fair? Wo können die Menschen immer wieder so andankbar sein? Wo wird das möglich? All dort, was sie sagen, wo wird das möglich, dass sie immer wieder so andankbar werden? Und hier nu, Gott hat ihnen gewesen, dort hat er Nahrung schenken, die genug. Sie hatten den Mann, hatten sie für lange gehalten. Was sagt sie? Warum hast sie angeführt? Dort wir waren gestorben. Wenn sie kein Brot und Butter essen, sagt dann das eten, so ekelt und so. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn wir uns hier nennen lassen, das ist einmal bloß ein paar Stück von den Begebenheiten, wo wir sein dann, wo das Volk mittig war und Gott antworten hat. Die eine Begebenheit besonders, wo Mose am Burg Sinai hinabging, den Titel, wo er hinabging, die Ersatzstuffeln holt, dann hat sich das Volk schwor versündigt. Mose ging, der hat Ansturm verehrt, das fängt mit 2. Mose 20, und er hat Beten verehrt, und Gott wird einmal weiter gnädig. Sie hatten gesehen, wo Gott, wo gnädig Gott einmal weiter gewas wird, die End. Wo langmütig und wo geduldig. Und einmal weiter frisch passiert. Wo wird das auch den Wächter? Maar wie van der und Tag an die wir, wo in der Wüstenwanderung wir, wo wir dann wieder sein, wo Gott uns führen, der uns zu der geführt hat, wo wir uns nicht viel anders verhalten? Aber da müssen wir denken, wir sind gerade von dasselbe Material gebiet, was die anderen Menschen tun wir. Wir sind auch von der, wo du vielmals immer wieder für jeden tun, was Gott uns zu tun hat. Psalm 103 sagt, für jeden nicht, was der Herr Gott zu tun hat, nicht so? Dort er uns alles an Sinn vergeben hat und vergeben hat, wenn wir nur fragen. Ja, und hier so wird das Volk verdrisslich und dort wir undankbar, sie werden mürrisch. Hier soll wie bloß was wieder passieren. Der nächste Vers sagt, dann checkte Herr 4 Schlangen unter das Volk, die beuten das Volk und viele von den Israel starben. Wo wen? Wen das Undankbarkeit? Wen das so mürrisch wird? Wen das so ungläubig wird? Wenn sie nicht den Weg nur folgen, was Gott ihnen gegeben hat. Er sagt, der Herr, der den 4 Schlangen schicken, und viele wurden gebeten, und viele kamen an. Und dann der nächste Vers sagt, dann kamen die Mose und sagten, wie haben die sündigt, dort wie je den Herrn und je die geredet haben. Sagt er, bitte, wer den Herrn, dort heute Schlangen von uns wegnehmen. Mose, hij had allemaal wat frisch gebeten. Allemaal wat frisch had hij aangestoken voor ihn. En hij deed dat frisch. Mose de vruchten om. Mose betet den Herrn, aber nicht diese Antwort gibt Gott ernt. Er sagt, wir sollen beten, dass die Schlangen sollen weggenommen werden. Und er sagt, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine ehrene Schlange und richte sie an, eine Stange hoch auf, wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und da steht die Schlangen wegnehmen. Was sieht Gott? Er sieht, Mose merkt die eine kapperne Schlange, eine Schlange, sagt er, und da die ab eine Stange ab, oder was hoch abheben. Und dann sagt er, wer du wird Hand schicken, die Schlange, jemand gebeten wurde Hand, der würde Hand schicken, da würde leben. Hier sehen wir, wo Gott einen Weg hat, nicht so? Von der und da, hier in dort hier und dort Menschen Adam und Eva beschuldigen, wen die sind, oder worin Gott den was gemerkt hat. Aber vielmals denken wir nicht sehr daran, dass Gott gibt den Menschen freie Wahl. Der Mensch, der kann selbst entscheiden, ob er leben will für Gott oder für Christus oder nicht.
Und Gott will haben, der Mensch, der soll sich dort hier entscheiden, auf diese Erde, und du nur, was in Ewigkeit sein. Aus den vorigen Fall, oder in der Herrlichkeit. Weil hier wieder dasselbe. Dann, wenn es einfach Adam einfach gesinnigt hat, und dann die versprechen, da würde ein Leser kommen. Und da wie Jesus Christus. Der kam die Welt zu lesen. Aber er hat in jeder Gemeinde früher wohl dort anzunehmen. Hier so wieder dasselbe. Er hat die Gelegenheit, wer der will abchecken der Schlangen, die können geheilt werden. Die dürfen nicht sterben wegen des Sinn. Und dann sagen wir, das ist ein einfaches Ding. Nicht? Das ist ganz einfach. Die Schlangen wird abgerecht. Sie dürfen abchecken im Glauben. Und sie werden geheilt. Und er sagt, da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Checkte er an und das wird Tatsache, das passiert. So hier können wenn wir das nicht trägen und wird anwenden, kriegt in den Neuen Testamentlichen Zeit. Das wird ungefähr 1400 Jahre vor Jesus Schreim geschrieben. Wo sehen wir hier dort Bild Jesus Christus Ben? Sehen wir hier uns, dass wir in der Wahrheit krank so sind von der und Tag aus das Volk Israel? Wie viel Mal kommt es darauf an, dass wir von denen sind, wo du andankbar sind? Vorhin sehe ich in Land Kanaan, da wir dort eingebaut, was Gott entgeben, das fing in 5. Mose, wir wollen das nicht alle lesen. Und 5. Mose 8, dort hätte das Volk aufmerksam merken, dass sie sollen checken, was passiert wird. Ich will hier ein paar Verse lesen. Er sagt hier in 5. Mose 8, sagt er, alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Väter geschworen hat. Was sagt er? Alle Gebote, die aktiv von der Gebäuden, sollst du holen, dort die du nun tun das, damit je leben, in zahlreich worden, und dann kommen das Land annehmen, wo der Herr euren Väter gesagt hat, geschworen hat. Er sagt, ich denke, den ganzen Weg, den der Herr gelehrt hat, diese 40 Jahre an der Wüste. Dann sagt er, was er getan hat. Sagt oft, dass er dich demütigte und versuchte, damit kund werde, was in deinem Herzen wäre. Er hat ihn immer weiter prüfen. Die Menschen wurden geprüft. Kriegt man das, vielleicht wurde es vorgehen, vielleicht knallt wäre nicht, wo er wäre. Sagt er, ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Er sagt, er demütigt die und Leute, die hungern und speist die mit Manna, dort die in deine Väter nicht gekannt haben. Oder dort er wird könnte und er wird zweiten tun, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein. Er will Hand, er soll Hecher kicken aus allein dort, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Da sagt er, die Kleider sind nicht verreten, die Feit sind nicht geschwollen, in der 40 Jahre. So erkannt du, sagt er, jo an den Hort, dort der Herr, den Gott, die abgetrocknet hat, so ist ein Mann, sein erziehen wird. Sagt er, du hol nu die Gebote des Herrn, den Gott, dort du in sein Weich wohnst, in die Furchen des. Und dort ist von der die Gebote für uns, nicht so? Dort wir aber da nur checken, und dort wollen holen, was er uns gesagt hat. Und die werden wir hier ein klein bisschen trägen und checken, was passiert. Erstlich sehen wir hier, die 4 Schlangen, wo wir hinkommen, die kamen da hin, wenn das Volk undankbar wir, sie werden mürrisch, sie werden gehen an, sie werden ungläubig. Und was wird die Folge? Gott schickt die Schlange, und er sagt, die beiden die Menschen und die sterben. Wenn wir in den Römer Kapitel 6 kicken, im Neuen Testament, dann sagt dort, der Lohn für den Sinn, das ist Daut. Und das ist von der und auch so. Du weißt, wie der Lohn für den Sinn, das ist Daut. Aber er sagt doch, dort Geschenk, was er hat, der Jesus Christus, dort ist Leben. Du sind die beiden Sieden werden. Aber dort bleibt Christus so dort im Anfang wir. Die, die im Glauben abchecken, die Schlangen, die bleiben leben. Die, die nicht, die sterben. Römer 6, wenn wir lesen, sagt, denn der Sünde soll ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was sagt er? Der Sinn, Lohn, ist der Tod, und der Gabe Gottes aber erst das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So du hast der Unterschied, Ben. So was haben wir hier aus das lernen? Wir lernen, Ben, dort hat nichts geändert. Und wenn wir in Sinnen leben, da weit wir die Folge, wenn wir nicht ändern, wenn wir nicht bussen und dort ist tot. Hier sehen wir, dort das Volk, was das Volk dort nicht so, die kommen und sie erkannten, dass sie gesinnigt haben, an dem, dass sie gegen Moses und gegen Gott geredet haben.
Und sie beten, sie deden Frauen an, dass sie eine Lesung finden. Von der haben wir Jesus als uns Fürsprecher, nicht so? Dort wie Moses, wo der Stunde für das Volk, und wir waren Gott kämen und dann beten dort. Aber wir sehen, dasselbe Prinzip, wo das angebracht wird, der ist von der und da. Wenn wir gefehlt haben, wenn wir das antworten, wir haben gefehlt, aber hinter der anderen Wahrheit, manchmal fehlen wir nicht, so hier und da. In verschiedenen Hinsichten. Dann kommt es darum, dass wir nicht mal fehlen, an dem, dass wir auch undankbar sind, dass wir mürrisch sind, dass es nicht gut ist, was der Herr uns schenken wird. Ja, die wird nicht gut eten, was sie kriegen. Kommt das von der und da darum, als dort, wo der Herr uns lässt, teil worden, als es Eten ist, oder als es die Nahrung ist, als es unsere Arbeit ist, dass wir undankbar sind. Jo, die Feinde versiegt uns hier und da, nicht so? Und die Worte sind in dieser Hinsicht dann versiegt. Aber hier sehen wir, was die Folge davon wären. Was wir in der Folge? Das ist Sinn gegen Gott, nicht so? Die Undankbarkeit und Unglauben, das ist Sinn. Eigentlich nicht zu glauben, was Gott getan hat, nicht zu sehen, das ist der letzte Sinn, nicht so? Das Unglauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Aber dann brückt, wie kriegt das? Hier sehen wir, das Volk, das kommt drei, und der kann sich gesündigt haben. Und sie den Frauen an der Lesung. Und wenn wir können, dass wir gefehlt haben, dann weit wir, dann haben wir was zu tun. Nicht so? Der Anfangslied, wenn Johannes auf diese Welt kam, dass wir tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er sagt, tut Buße, ich sage, dann muss ich erst dich beikommen. Wenn es Jesus ist schon beirrt wird, der hat dasselbe Lied. Dasselbe Lied, Matthäus 4,17, tut Buße. In der Apostelgeschichte fing wir von den Jüngern, von den Aposteln, Petrus, die da durch, dasselbe Lied. Und so ist das wieder, auch wo Paulus einmal war, das Lied. Weil ich das was von dir gebrückt. Wo vielmals brückt dass wir einfach bloß selbst erkennen, dass wir gefehlt haben, und dass wir bereit sind, Buße zu tun, und dass wir können die Lesung finden. So? Wenn es sagt, in 1. Korinther 10, kriegt man zu denken, von dem, was passiert ist in der Wüste, kriegt dort in der Wüstenreise, wo wir ein paar lesen, in 1. Korinther Kapitel 10, da sagt hier, Vers 1 sagt er, ich will die überlebe Brüder nicht anweiten hätte überloten, dort unsere Väter alle unter der Wort gewesen, in alle durch das Meer gegangen sind. In alle sind, dass Mose getauft worden durch die Wort und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie trunken nämlich von dem geistlichen Felsen, der entfolgt, der Fels war wie Christus. Aber an dem meisten von ihnen hat Gott kein gefallen. Wenn sie worden in der Wüste erschlagen. Wo wir? Hier sehen wir, die alle Menschen, wollen wir in Rütgegangen in Ägypten, die wären alle denselben Weg gegangen. Die haben alle dieselbe Erfahrung gemerkt. Die wären alle recht am Meer gegangen. Viele von diesen Dingen, die am Anfang wären, nein, alle Dinge, die passierten zu das Volk alle. Sie hatten alle dasselbe Gelegenheit. Was sagt er? Und die meisten hat Gott keinen gefallen. Wo wäre er nicht? Er sagt dann, sie waren in der Wüste erschlagen, wegen undankbar, wegen Unglauben in verschiedenen Hinsichten haben. Und dann sagt er wieder, und sagt er, dort erst passiert, am uns zum Vorbild. Damit wir nicht an die Beise last haben, so ist die andere Zeiten. Wir sollen noch denken, was dann passiert, das kann uns passieren. Sagt, wo du nicht Götzen deiner, so ist eine von ihren Zeiten. So ist geschrieben steht. Dort folgt sah sich du, um zu trinken, und Luther stündet ab, um zu tanzen. Und Lut uns nicht in Hurerei drieben, sagt es eine von ihren Zeiten. Und an einem Tag kämen 23.000 an, wen anrennet Leben. Sagt Lut uns auch nicht Christus versegnen. Das ist, was sie deuten. Lut uns auch nicht Christus versegnen, das ist eine Deuten von ihnen, was er versuchten und worden von den Schlangen angebracht. Kriegst du, was wir lesen in 4. Mose. Dass wir einen Versuch, nicht so, sie den Gott versegnen werden. Er sagt, Mut auch nicht, das ist eine von ihren Deuten. Und worden angebracht durch den Verderber. Da sagt er, das war vor ihnen aus ein Vorbild. Da ist uns geschrieben, uns zu einer Warnung, sagt, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das, was ich im Niemand sagt, wie sollen Trickkicken, was ist dann passiert, sagt dann Post ab, lehrt von uns eine Warnung, dass nicht dasselbe soll passieren in uns. So, das lehrt uns, dass wir sollen denken, wo die anderen Menschen passiert ist, und wenn wir nicht Buße da und über Dinge, wo wir sein, wo arg sind, dass dasselbe kann passieren. So, wir haben die Gelegenheit, am Morgen Abend zu gehen. Hier so, was ich gesehen, so ging Moses als Fürsprecher, als Vertreter kann sein, weil dort hat Gott sehr wundervoll abgelehnt, dort von der Jesus, du erst der Reichen und Gottes, und was uns vertreten wird. Wir finden dort in Römer Kapitel 8, 34, du sagst, hey,
Sagt er, wer will verdammen? Sagt er, Christus Jesus ist hier, wo er gestorben ist. Sagt er, jo viel mehr, der wo auch abgeweicht ist. Der uns zu der Rechten Gottes ist und uns vertreten wird. Seht ihr, was er sagt? Christus ist hier. Er sagt, der ist zu der Rechten Gottes. Und er sagt, der wird für uns entstuhlen. Der wird für uns vertreten. Dort wird Mose. Nicht zu Christus. In 1. Johannes 2 hat er in wertvoller Gedanken an, wo er erzählt, der erst sagte, er will nicht haben, dass wir sollen singen, aber wenn es passiert, er sagt, meine Kinder, das schreibe ich könnt, du möchtest nicht singen. Aber wenn jemand sündigt, sagt er, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Führer, Jesus Christus, der erreicht ist. Er sagt, und da ist die Versöhnung für unsere Sünden. So von der gilt das dann uns nicht so. Dort wird derselbe Weg, sie werden nicht Ägypten, sie werden losgekauft, durch das Sklaverei. Gott hat ihn frei gemerkt, aber er weiß, passiert all das. Wenn wir Jesus das angenommen haben, als unser persönlicher Heiland, da weit wir wollen immer weiter versucht worden, in verschiedenen Hinsichten haben. Der Satan, der Traum aus dem brennenden Leben versucht, irgendwem zu verschlingen, nicht so? Und dieselbe Versuche sind von der und uns. Wo weet je, du hast wieder alleine, du willst das versprechen. Er sagt, meine Kinder, das stiebe ich nicht. Du möchtest nicht singen. Aber sagt er, wenn jemand sündigt, sei dann habe ich einen Fürsprecher, wo du entstehen wird für uns vertreten wird. Er sagt, bei Gott, dem Führer, Jesus Christus, der hier reich ist, und die erste Versöhnung für unsere Sünden. So wird David dann, dasselbe, was der Volk Israel dort tut. Nicht? Dann gehen wir drei, ich erkenne, wie wenn wir gefehlt haben, wie dann wussten, wann sie sind, wir gehen trainieren Jesus und wir nehmen das an. Aber besonders denke ich an das Gedanken von Paulus, wo er sagt, die Schlange am Glauben abzukicken. Ich weiß nicht, wo jeder geht, aber wenn wir den Weg hier betrachten, dann, was dann passieren wird, dann wird es nötig, wie am zu leben, wird das nicht sehr einfach? Wird das nicht ganz einfach? Bloß einfach abchecken in die Schlange und sie werden geheilt? Weißt du, von der kann sein, wir sind alle gebeten kann sein von der Schlange. Wessen Moten, wir sind alle in Sinnen empfangen, dass wir Psalm 51 finden. Wir sind im Sinnen geboren, sagt dann, meine Mutter hat mich im Sinnen empfangen. Dort meint so, wir haben alle diesen Schlangenbiss. Und wir brauchen alle Krieg diese Erradung. Wir brauchen Krieg der Heilung. Da wir nicht sterben. Sie haben uns gelesen, der Lohn für Sinn ist Tod. Aber das Leben, das ist ein Geschenk durch Jesus Christus. Weil je dort, da wir eine ehrene Schlange, eine bronzene Schlange, wird abgehoben worden, aber dort wie ein Bild. Er sagt hier in Johannes 3, Vers 14, er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so müsste der Menschensohn erhöht werden. Hier redet der Krieg von den 4. Mose, was wir gelesen haben. Sagst du, Mose in der Wüste, die Schlange erhöhen wird, er sagt, so wird der Menschensohn auch erhöht worden, und dort ist die Tool, wo die merken, dem Kiez von uns. Er sagt, wieder der nächste Vers, er sagt, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Weil das ist eine wundervolle Versprechung. Wir brauchen von der Krieg dasselbe tun, aus, was das Volk Israel tun wird. Einfach Krieg so einfach ist, was tun wir. Sie dürfen abchecken, nach der Schlange, und dort im Glauben abchecken, da werden sie geheilt. Von der, Jeff, hat uns die Gelegenheit, wenn wir das erkennen, dass wir gefehlt haben, wir tun böse, wie wir sind, wir kicken ab und glauben an Jesus, dort heute unsere Sinne betont hat, nehmen das an, dann ist die Heilung durch. Dann ist die Heilung durch. Krieg so einfach, was so tun wir. Aber das braucht, dass wir das im Glauben tun, nicht so? Er sagt, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist so wundervoll. Weißt du, der himmlische Führer hat nicht geplant, dass irgendwer von dem, was wir hier sind und nicht von der Welt, der soll verloren gehen. Er will haben, dass jeder einer sollte die Kenntnis der Worte kommen. Das wird nicht 1. Timotheus finden. Er will haben, jeder einer sollte die Kenntnis der Worte kommen. Und das Wundervolle ist, wenn sie an zu merken dort, das fängt in Epheser Kapitel 1, euer der Welt merken dort, dann wird all die Plan der Menschen zu merken. Und wo will er die Menschen merken? Er will haben, jeder einer soll bearm sein in Ewigkeit. Das war dem mit Epheser 1 sagt. So, liebe Zuhörer, keiner von uns ist gemerkt, am ewig Verdammnis zu sein. Jeder einer von uns, wie wir sind, von der ganzen Welt, Gottes Plan ist, dass er soll gerecht werden.
Und wir losen dort dezelfde ervaring, wat die meeste Menschen gemerkt haben, von der, was uit Egypten rüberkam, wir haben sehr wenig, woran gefallen haben. Weißt du, dass wir nicht erwähnen, dass Gott nicht von jedem einen Diplom hat, aber dass wir persönliche Entscheidungen sehen, das nicht haben. Von der Lehrer sind sehr viele Menschen, die nehmen diese Lesung nicht an, wenn es noch so einfach ist. Aber die Last, das weltliche Leben, wo der Satan beiden tut, dort ist so viel muss so antragen, wenn der Satan, der bittet immer wieder Dinge an für neu. Er sagt, wenn du das so verstehen wirst, die Hand verstehen, dann wird es hier vielleicht so schränken und dann vielleicht dort so viel Geld mehr, was immer da ist, verschiedene Wege, bitte Satan das an. Er sagt, ich will nicht, wird ab irgendwas sein. Weil der Herr, der kriegt das jeden. Der Herr verspricht uns nicht ein einfaches Leben. Er sagt, ein Leben für Christus wird ein Leiden sein. Aber was er versprechen wird, ist die Herrlichkeit der Latz. Weißt du, dort ist so wundervoll. Dort wird wir finden, was Paulus so sagen wird, wenn er das Leben mehr stark wird, dann sieht er hat einen guten Kampf gekämpft und er hat Leben geholt. Weißt du, das sind sehr wertvolle Versprechungen. Er sagt hier, 2. Timotheus Kapitel 4 sagt er, dann wo all ihr opfert, die Zeit von meinen Handscheiden, sagt er, erst gekommen. Er wisst dort, sein Leben wird mehr charakter eng. Was sieht er? Er hat den guten Kampf gekämpft, er hat den Lauf vollendet und er hat Glauben geholt. Weißt du, das brückt hat. Da sagt er, du Hänger, Licht für mich, eine Krone, sagt er, eine Krone von der Gerechtigkeit. Paulus wusste das, er hat ganz klar, die Krone der Licht war. Er hat den Glauben gekämpft und er hat durchgeholt und er wusste das, wenn er ist vorig war, die Krone wir durch. Aber weißt du, das Wundervolle, was du hast, das ist nicht allein für Paulus. Wir müssen noch tun. Was sagst du hier? Erstlich sagt er, die Krone, die mir der Herr, der Rechter geben wird, erst du, sagt er an jenem Tag, nicht über mich allein, sagt er, sondern auch allen die, die seine Erscheinung live haben. Jeder einer, wo du kickt und Jesus in wahre kommen live hat. Das meint, wenn ich das angenommen habe, der kickt wer war ich, der einen Tag kann Jesus Christus ans holen, und dann wird er in der Herrlichkeit sein. Für wen hast du dann versprochen? Für jeden einen, von der Wort wie wollen sein, am Glauben zu leben, nicht so? Dort anzunehmen. Wenn er sagt, du schickt ihn sehen. Wieder in Johannes 3 sagte, dann also hat Gott die Welt geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wundervolle Versprechung, nicht so? Sagt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er meint die verdorbene Menschheit. Er sagt dort der Einzelladung, der wir ihn sehen. Aber er hilft ihn. Dort in der Herrlichkeit, wie Jesus, wir wollen es. Jesus fällt sehr schwer. Wir finden das Evangelium, dort, wenn sie so rasch kämpfen, beten, ringen, dort sind Schweit ran, dort leicht das Blut retten. Das wird ein sehr schwerer Kampf. Er sagt, dass du hast dort einen anderen Weg. Und der Leser durch die Vieren, dann nimmt den anderen Weg, aber nicht dann gut. Und das wieder einzige Weg. Da braucht ein fehlerloses Lamm, da braucht Blut von jemand, der ganz fehlerlos wird, und das wird allein Jesus Christus. Er sagt, von der Sinn war, dass er den Grund. Und er tut. Du sagst, so sehr hat er uns gelebt, dass er ihn eins den gibt. Dann sagt er, damit alle, selber war er nicht bloß Wort. Er will haben, dass alle, er sagt, dass alle, die an leben, die wollen nicht verloren worden, sondern ewig Leben haben. Das ist doch nicht wundervoll. Das ist die wundervolle Versprechung, das sind. Wo wir hier mal an verschiedene Schwierigkeiten, Probleme, welche sind, miserabel leben, welche viel was ist. Aber wir können weiter kicken, dass Gott sagt, dort wo das schön ist. So wir sein hier, Tiden, schwere Tiden, wo Menschen da durchgehen, die gehen wir von dir auch durch. Dinge, wo Gott checken, was passieren, die durch sind verschiedene Wege, wo der Herr uns angestarrt hat, hier und da, dort wir sollen abchecken. Dort wird nicht lang, wo die mögen denken. Von der sind verschiedene andere Dinge, die wir begegnen, nicht so. Aber wir haben sich vielmals nicht fragen, wir lernen das an. Und wenn wir uns zu näher lassen, dann sehen wir, das ist der Herr selbst, was das tut, nicht so. Ja, mocht uns das eine Anspornung sein, zu denken, dass das Plan, was Gott dann auf Freude hat, wo die von Israel durchging, wie es in der Wanderung wären, die wordt optekenen voor de Regierung, voor ons voor de krijg zo is, dat het een gelegenheid is. Ja, wo allemaal erop aankomt, dat we nadenken, wat kan ons toe bewegen, wat kan ons toe vieren, dat God een voor ons dingen bejenen laat, om ons terug te houden. En wenn dat is, dan willen we God danken dafür, niet zo? Dan willen we boos doen, dan willen we kan, dan willen we leven naar Jezus onderhouden, hij is dus vuursprecher door.
En die Heilung ist ganz versprochen. Ja, der laatste nog das Vers in Johannes, wo er sagt, dat wanneer er heute ist, dan wil hij gaan dat we zullen door zijn. Vielleicht een paar andere Vers, Johannes 14, wo er sagt, durch wem wir worden geraten worden, dat de einzige Wahrheit ist Jesus Christus, nicht so. Er sagt ja, zu den Jüngern sagt er, wat soll nicht erschrecken? Leeft an Gott und leeft an mir. Dat braucht wir, nicht? Dat wir Zeit, wo Jesus will aufscheiden von dieser Ehe, und die Jünger bleiben treu, und sie wollen zu trösten. Und in unserem Haus sind viele Wohnungen. Sagt er, wenn das nicht so wäre, wo ich dann zu Jüngern gesagt habe, ich gehe hin, die steht in Reut merken. Sagt er, wenn ich da hingehe, Jüngern steht in Reut merken, da will ich weiterkommen, und ich will Jüngern zu mir nehmen, damit die durch sind, wo ich bin. Das wird Jesus war. Er will wieder mit mir sein. Er sagt, wo ich hingehe, den Weg, den weiß ich. Wie dann Thomas, der wird es nicht. Aber er sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, de waarheid en het leven. En jij komt naar voren als durch mich. Dat habe ich klar, nicht? Die Errettung, der ist nicht uns selbst. Epheser sagt, nicht in unseren Worten, dass wir uns würden leben, dass wir uns können rühmen. Das ist Gottes genug. Das braucht, dass wir ans Hand geben, ans Leben arm übergeben, nicht so, dass wir uns Leben annehmen. Wo er sagt, Johannes 1,12, sagt, oh, der wird am Arm nehmen, den ihr für eine Macht Gottes Kinder sein. Und der will ihm jeder mal hingeben, wenn man nicht hat. Und wo wir das angenommen haben, dann haben wir so viel gelernt, so viel Ursache, war das zu loben, zu preisen, zu danken. So ist das Lob zu sagen, so ist das Volk Israel dann da. Hier das Vers in Johannes 12, 32. Zum Schluss, er sagt hier, sagt er, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alles von mir ziehen. Weil das ist die Arbeit, was Jesus von dir tut. Jesus ist in den Himmel gefahren, er hat den Jesus aufgeschickt, und von dir ist der Heilige Jesus, der wird eine Arbeit ist, uns zu tragen. Aber das ist wichtig, dass wir dann die hier geben, nicht so? Dass wir dann horchen tun und antworten tun, dass die Jesus Lehrung ist. Man hat uns Dinge ansehen, was wir zu tun haben oder nicht zu tun haben, dass wir einfach bloß treu sind und hier geben und gehorchen. Ja, muss uns das eine Anspornung sein, motivieren euch die Kirchen klar zu haben, der Herr ist im Himmel und er will haben, nun muss selber auch durch sein. Es getilgt die Sünde, bist du heil und neu, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du neu geboren von der Knechtschaft frei, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon hell, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Als du treulich wachend bei dem Kreuze stand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Gehst du kindlich gläubig stets an Jesu Hand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon hell, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Wenn der Bräutigam kommet, ist dein Herz bereit, bist du rein durch des Heilandes Blut. Stehst im heiligen Schmuck, du und im weißen Kleid, rein und weiß durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon hell, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Drum leg ab die Sünde und der Sünde Pein, werde rein durch des Heilandes Blut.
tauch dich froh hinein, werde rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon helle, bist du weiß wie Schnee, bist du